Ja, es gibt schon ein bisschen Einblick, warum und wieso. Und auch der gegenwärtige Stand der Ja, Grundlagenforschung, da nennen Sie sogar 10 Arten von Logik und die mit der Methodologie als Verfahren und die Resultate da nennen. Und als 10. Möglichkeit erwähnen Sie die sekundäre Modallogik. Haben Sie das erfunden oder ist das etwas, ja, das Sie ja, neu das ist formuliert haben? Oder? erlebt, kann man sagen. Und das ist die Speisekarte der Grundlagenforschung. Aha, Sie sehen, es sind 10 Formen, die untere Form die sekundäre Logik, ja, aber Nummer zwei, das ist die induktive Logik, ne? ja, Das ist auch Thema für meine Arbeit, die von George Stuart Mill entwickelt worden mit induktiver Logik, die formale Logik. Da kommt Verfahren, ist das Experiment und dann Laborbedingungen. Ne? ja, Das ist zum Beispiel, ich war beim Augenarzt, dass die international gültige Methode der Forschung. okay. Meine Methode hier, die strukturale Methode, die Beobachtung, das Verhalten. Mhm. Und so haben wir eine andere Strategie. Das heißt, ich habe Patienten mit Problemen untersucht, kam Ja, raus, die Untersuchung bei der Praxis war es anders, als ich dann die Geräte genommen habe und ging zu dem Werk direkt. ja, Das war in Nordrhein-Westfalen, die Innereibetriebe, Modemacher. Und dort habe ich sie untersucht vor Ort. aha, Das heißt, das ist die tatsächliche Verhaltensweise, Behaviorismus. So haben wir jetzt zwei unterschiedliche Forschungsansätze. Das ist die Grundlagenforschung. Die mhm. Sekundarlegung, das ist so, wir immer richten wir uns nach dem, jetzt die letzte Form, die Sekundarmodallogik, die ich entwickelt habe, Begriff des Unmöglichen, des Undenkbaren. Das wurde immer ignoriert. Und so hat Platz innerhalb der Denkkategorien. Mhm. Das sind so, jetzt, wir haben das Undenkbare, die Vernichtung der Natur, das Jenseits unserer Fantasie, aber sie ist da. Wir haben das Unmögliche nicht bedacht. Und so sind wir vor an der Grenze der Fantasie und die muss man formulieren, dass jetzt Fantasie mehr als je zuvor notwendig um Umgang miteinander und mit der Natur. Mhm. Und schließt das auch das ein, wenn Sie sagen, dass es ein Gleichgewicht zwischen Interessen und Erkenntnissen geben soll? Bitte? Sie sagen auch in Ihrem Buch, dass es ein Gleichgewicht zwischen Interessen und Erkenntnissen geben soll. Ja, das heißt, objektive Erkenntnis, Fakten und Daten, die man feststellen kann, oder richte ich mich nach Interessen, nach Verteidigung eigener Positionen. Bei der Medizin zum Beispiel, das wissen wir Bescheid, dass die Manipulation bekannt ist. Sie haben in Österreich 3 wunderbare Denker, Karl Popper, Wittgenstein und Paul Feyerabend. Paul Feyerabend sprach von Wissenschaftsmafia. Wir haben mit der Wissenschaft, deswegen ist er geflüchtet, auch von Österreich, kam nicht wieder, hat Ja, die Wahrheit gesagt. Es gibt einen russischen Spruch, wer die Wahrheit spricht, muss ein Fluchtpferd vorbereiten. aha, interessant. Ja, Und so, wenn man die Wahrheit sagt, muss man Pferdeflucht finden und verschwinden. Ne? ja, ja, das Und das ist so, wenn ein jetzt, sehr, sehr wahres Wort. bitte? Sehr wahres Wort. Ja, Ja, genau. Und ja, da haben wir die Sache mit der Wissenschaft, mit der Ökonomie, New Economies, wohin führt er uns? Wenn wir so denken, dass die Natur vernichtet ist, das ist mehr rein interesseorientiert als Erkenntnis des Dialoges mit der Natur. hm, ja. Sie haben sehr oft von Ethik gesprochen und ich habe mal gehört, Ethik sollte mehr das Zusammenleben von Menschen
regeln. Wie sehen Sie da die Moral? Ein moralischer Mensch als Einzelperson, ist der auch wichtig in diesem Zusammenhang? Ich mache einen Sprung in die Politik. George Simmel, der Philosoph, hat gesagt, selbst in den schlimmsten Formen der Diktatur gibt es einen schmalen Weg der Freiheit. Es kommt darauf an, den zu erkennen und den Preis dafür zu bezahlen. Interessant. Und das gilt auch für die Ethik. Es kostet was. Aha. Also so Nulltarif gibt es keine Moral. Jetzt kommen Sie mit den Kleingedruckten. Ja, genau so in dem Stil. Und so muss man Humor haben. Wir haben wirklich den Humor verloren. Das sind die menschlichen Schwächen und Stärken. Ja, Und wir haben den Humor verloren, dass wir mit diesen Schwächen umgehen müssen und ja, damit leben auch. Das ist ja. die Dialektik und ist was Humor ist bitter notwendig. Das gilt für die Politiker auch. Ja, das wäre oft nicht schlecht, ja. Und als schon eher zum Ende erwähnen Sie dann politische Ästhetik im 21. Jahrhundert, dass das ja viele Themen und viele Phasen auch betrifft. Sie nennen da 4 Phasen: theologisch, ideologisch, kulturell, wissenschaftlich. Um das irgendwie abzurunden oder jetzt zum Schluss unseres Gesprächs, was würden Sie da sagen zu diesen Dingen oder zu diesen Aussagen? Das ist immer eine schwierige Situation. Vielleicht wollen wir erstmal das Thema, die politische Philosophie der Ästhetik darstellen. Ne? Ja, Ja, die Männer, die das bestimmt haben, Adorno und Lukács. Das war die Themen des 20. Jahrhunderts von George Lucas und Adorno und die Methode, die Themen im 21. Jahrhundert, Terrorismus und Gerichtsbarkeit und Rettung der Kultur, Weltkulturerben, hieß ein Bild Pflanze und Tiere, aber ohne Menschen. Das hat mit Kojève-Theorie, Alexander Kojève, der Philosoph, der Franzose, hat gemeint, nach Scheitern der Vernunft kann nur der Mensch als Tier überstehen. Und deswegen wollte ich bei diesem Punkt stehen bleiben, um eine Art Zeitdiagnose zu stellen. Als erstes. Wir haben ein kompliziertes Zeitalter, aber die Ästhetik öffnet uns die neuen Methoden, neue Horizonte und wir wollen dafür kämpfen, kann man sagen. Und mit ihrer Hilfe wollen wir Zustimmung und Anerkennung erreichen. Ja, weiter sagen Sie, Sensibilität und Empfindungen sind eben Voraussetzungen für politische Ästhetik. Und wie könnte dieses Bewusstsein erhöht werden? Und Ja, die Erweiterung des Begriffs Raum und Zeit schafft Voraussetzungen für Überwindung des Lokalen zum Globalen, zum Allgemeinen. Der Begriff Natur war immer irgendwie ein abstrakter Begriff, aber durch Analyse der Natur, das aus Tier, Mann, Weib, Tier und Pflanze, hat das konkretisiert. Jetzt sind wir praktisch aufgefordert, in dieser Richtung zu denken als erstes. Kennenlernen. Ja. Ich wollte um Anerkennung bitten, wie wir ästhetisch handeln. Und das sind auch vielleicht, darf ich das sagen, die Frauenwelt haben ja Sensibilität dazu. Die wollen sie gewinnen. Als erstes kennenlernen und dann geht es noch weiter in die Einzelheiten. Und so wollte ich mich bedanken bei Ihnen, dass Sie sich so große Mühe gemacht haben. Wir hoffen auf weitere öffentliche Diskussion. Ja, danke schön, Herr Dr. Sraj. Möchten Sie da noch ein Schlusswort sprechen, irgendwie ja, etwas, soweit von meiner Seite sind wir, habe ich das abgeschlossen, ja. Ich beziehe mich, denke an Al Gore,
Die Natur ist krank. Sie braucht dringend einen Arzt. Sie braucht dringend Handlung. Und wir müssen etwas mehr bezahlen für die Rettung der Natur und das Engagement. Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Dankeschön, Herr Dr. Schwarz, und für dieses Gespräch und ja, alles Gute. Danke. Danke gleichfalls. Alles Gute nochmal. Schönen Gruß auch an die Mitarbeiter. Danke, danke.